Trockenheit gehört ebenso wie Hagel und Starkregen zu den Extremwetterereignissen. Und die nehmen seit 1990 spürbar zu. Klimaforscher schlagen Alarm. Bereits bei einer globalen Erwärmung von nur 2 Grad könnte eine Extremdürre wie die von 2018 in etwa 25 Jahren zum Normalfall werden. Was also kann die Landwirtschaft tun, um ihre Ernten in Zukunft zu sichern? In Deutschland vertrocknet der Mais. In Spanien bleiben die Mandarinen klein und in Frankreich fürchten die Winzer um ihren Wein. Der Extremsommer 2018 hat gezeigt, Trockenheit ist ein großes Problem für die Landwirtschaft. Insgesamt fiel die Getreideernte in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 20% geringer aus. 292 Millionen Euro an Soforthilfen wurden an die betroffenen Bauern ausgezahlt. Besonders bei extremen Wetterbedingungen ist ein biologisch aktiver und humushaltiger Ackerboden wichtig, um die Pflanzen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Wie das geht? Zwischenfrüchte können dafür sorgen, dass Nährstoffe mobilisiert, Humus gebildet und der Boden durchlüftet wird. Dadurch kann die Erde mehr Feuchtigkeit speichern und bei extremen Regenfällen gleichzeitig mehr Wasser aufnehmen, in einer Zeit, zu der sie sonst unbepflanzt wäre. Ganz nebenbei sorgt der Einsatz von Zwischenfrüchten dafür, dass schädliches CO2 aus der Atmosphäre langfristig im Boden gebunden wird. Ein anderes Mittel: Vielfalt. Wer auf dem Feld vielfältig aufgestellt ist, kann Ertragsausfälle auffangen. Denn auch regionale Anbaugebiete könnten sich in der Zukunft verändern. Bekanntes nicht mehr wachsen, neue Sorten hinzukommen. Kommt der Riesling bald aus Hamburg statt aus der Pfalz? Denkbar wäre es. Und noch eine Möglichkeit. Schon jetzt experimentieren viele Landwirte mit neuen, klimaresistenteren Pflanzen, deren Anbau bisher nur in Südostasien oder Südamerika möglich war. Auch etliche heimische Arten und Sorten profitieren von den Temperaturen und den langen Sommern. So konnten 2018 die Obstbauern 20% mehr Äpfel ernten als in vergleichbaren Jahren davor. Fakt ist jedoch, je weiter die Erderwärmung fortschreitet, desto weniger Möglichkeiten haben Landwirte, ihre gesamte Produktion daran anzupassen. Auch sie sind also gefragt, sich zukünftig noch stärker um den Klimaschutz zu kümmern. Denn 23% der weltweit durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen stammen aus der Land- und Forstwirtschaft sowie aus der Erschließung von Flächen für die Landwirtschaft. Für die konventionellen Landwirte ist der Umstieg hin zum nachhaltigen Anbau aufwendig und teuer, denn dann kann nicht mehr auf Masse produziert werden. Für einen gelungenen Umstieg müssen deshalb alle an einem Strang ziehen: Landwirte, Politik und die Verbraucher.